Wir sind heute in Bayern, genauer im wunderschönen Unterfranken. Bestes Wetter, da freut sich der Kameramann. Ich bin hier mit dem Flo. Flo, grüß dich. Morgen. Der Flo hat sich bei Hera Arms eine Waffe bestellt, die man normalerweise über den Fachhandel oder bei Hera Arms dann selber auch sich konfektionieren kann. Also man kann die Teile und die Farben in gewissen Maßen zusammenstellen. Und wir haben gedacht, wir reden mit Hera Arms und mit dem Flo zusammen und schauen, dass wir das Ganze mal transparent für euch gestalten. Und so kann der Flo, oder hat der Flo jetzt die Möglichkeit, selber seine Waffe zusammenzubauen, hier vor Ort bei Hera Arms. Flo, hast du Bock? Auf jeden Fall, los geht's. Los geht's. Auf, komm Flo, los geht's. Da sagst du was, hä? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist gar nicht so wenig. Ja, dann lass uns mal Position annehmen und loslegen. Wir haben natürlich nicht hier gestartet, sondern waren als allererstes mal drüben in der Konstruktion, denn bei Hera Arms wird der größte Teil der Waffen selbst gemacht und alles startet mit einem Block Aluminium. Flo, du warst drüben und hast auch selber mal Hand anlegen dürfen. Wie war das mal, das Ding in den Schraubstock einzuspannen und die Maschinen anzuschmeißen? Tatsächlich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das vor diesem Fräsgang noch ein Klotz Aluminium war und das dann rauskommt, ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ja, und früher hat man das alles handgekaut, ne? Jetzt hat man die Maschinen, die das schnell erledigen. Das ist richtig, das ist wirklich richtig, vor allem in was für einer Geschwindigkeit und Wahnsinn, einfach Wahnsinn, Ja. Vollautomatisch. Sehr cool. Ja, wir haben hier mal aufgefahren und mal das komplette oder einen Großteil des Hera-Sortiments hier mal aufgebaut, zumindest was AR-15 und AR-10 Varianten angeht. Du bist selber Jäger, richtig? Richtig, ich bin Jäger und habe mich dazu entschieden, eine AR-10 ab Stand heute zu führen. Also für alle, die nicht wissen, was eine AR-10 ist, das ist ein halbautomatisches Gewehr im Kaliber 308, 7,62 und das werden wir jetzt mal hier zusammenbauen. Wir haben natürlich schon einen Teil der Auswahl vorab getroffen. Wir haben jetzt für euch alles mal aufgebaut, dass ihr einfach mal seht, was möglich ist. Aber da der Flo sich auch für eine spezielle Farbe entschieden hat, musste das natürlich schon vorher beschichtet werden mit Cerakote. Von daher haben wir natürlich schon die Vorabwahl getroffen. Aber ich denke, der ein oder andere Part, der wird hier noch an deine Waffe landen am Ende des Tages, richtig? Definitiv. Ich habe auch beschlossen, dass ich den schwarzen Schaft gegen olivener Schaft tausche. Hat man Möglichkeiten, hat man Möglichkeiten. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Genau. Ja, wo du gerade das gesagt hast, wer die Qual hat, hat die Wahl, das fing ja bei dir schon mit der Farbauswahl an. Ne? Wir haben hier mal die Farbmuster von Hera liegen. Das sind insgesamt über 170 Farben Cerakote, die man hier auswählen kann. Richtig. Ich habe das bestimmt 2 Wochen lang das Thema Farbe vor mir hergeschoben. Ich habe mich von vornherein für eine Grün entschieden. Nachdem ich 15 verschiedene Grünen gehabt habe, wo mir sehr gut gefallen haben und in der engeren Auswahl waren, habe ich dann einfach blind entschieden. Und jetzt ist es FDE geworden, sehr gute Wahl, finde ich. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sie zusammengebaut aussieht, ja, aber ist schon heiß. Cool. Ja, bei der Auswahl, die der Kunde am Ende des Tages hat, habt ihr hier schon mal ohne Aufpreis die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Handschutzsystemen zu wählen. Da habt ihr die Wahl natürlich in der Länge und ihr könnt wählen zwischen M-Lock oder Keymod oder Picatinny. Meiner Meinung nach M-Lock das Beste, aber auch für alle anderen, die gerne auf Keyboard oder noch auf das ultra robuste Quad-Rail stehen, gibt es diese Möglichkeiten auch. Gegen Aufpreis gibt es dann sogar hier diese neuen Varianten mit den gewickelten Schäften. Aktuell hier für AR-15 zu sehen, kommt aber auch für AR-10. Ne, dass man im Endeffekt dann anstelle eines normalen Handschutzes hat für die Griffigkeit, kann man dann eine Paracord-Wicklung oder eine Lederwicklung machen. Das gibt es übrigens auch für die Griffe. Hast du dir da was rausgesucht? Nee, klassisch. Klassisch? Einfach klassisch, ohne Wicklung. Aber sollte ich irgendwann drückjagdtechnisch auf einen orangener Paracord umschwenken wollen, ist es ja zum Glück leicht umsetzbar. Diese Teile kann man ja tatsächlich auch schnell austauschen, ohne Probleme. Ja. Vor allem auch ohne Büchsenmacher selber. Ja, gutes Stichwort, Büchsenmacher. Wir haben natürlich hier auch einen Büchsenmacher stehen, der das Ganze hier überwacht, wenn du jetzt gleich selber deine Waffe zusammenbaust, dass es alles seine Richtigkeit hat. Und natürlich ist die Waffe auch schon vorab beschossen worden. Bei Hera Arms ist es so, das Beschussamt hat quasi schon den Lower von Hera Arms da. Das gehen nur die waffenrelevanten Teile zum Beschussamt, also sprich der Lauf und der Verschluss. Damit die Kundenwaffe, also das ganze System außenrum, Upper und Lower, damit das nicht irgendwie beim Beschuss beschädigt wird. Und von daher ist das natürlich auch alles rechtens und safe und konform. Und einen Jagdschein hast du auch, von daher alles. Sogar dabei. Besser ist das.
Ja gut, okay, dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen. Auf jeden Fall. Wir haben uns mal dazu entschieden, den Lower und den Upper separat zusammenzubauen und danach darüber zu sprechen, wie der Zusammenbau war, um den jugendfreien Inhalt des Videos zu gewährleisten, weil das war ja das erste Mal jetzt wirklich, dass du eine Waffe zusammengebaut hast, richtig? Tatsächlich war das erste Mal. Ich weiß jetzt, warum das ein Ausbildungsberuf ist. Ich bin jetzt technisch nicht der Unbegabteste, aber meine doch größere Hände war das doch ziemlich sportlich. Aber ich habe es nachgebracht. Ja, wir sehen, es ist auch sehr gut geworden. Und die Büchsenmacherin hat ja auch gesagt, das passt jetzt alles so. Richtig, ist soweit gut. Okay, dann lass uns mal über die einzelnen Komponenten sprechen. Ja, wir haben den Lower natürlich vorgegeben, 308, haben wir hier jetzt ausgewählt mit einer beidseitigen Sicherung. Das ist ja die Hera-Arm-Sicherung. Du bist Linkshänder, richtig? Richtig, ich bin Linksschütze. Genau. Und wir haben jetzt bei der Sicherung hier, bei Hera-Arms hat man die Wahl zwischen 90 und 45 Grad. Also man hat eine Sicherung, also man kann da tatsächlich keine andere Sicherung auswählen, aber diese Sicherung ist so konzipiert, dass man sie sowohl als 90 als auch als 45 Grad Variante wählen kann. Du hast jetzt 45 Grad genommen, richtig? Richtig. Ich habe auf der rechten Seite, sprich den Daumen, die erhöhte Sicherung gewählt und auf der linken Seite die flache. Okay, damit du dann einfach beim Hoch- und Runternehmen der Waffe einfach mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger arbeiten kannst. Richtig, damit ich, wenn ich die Waffe hochnehme und ich möchte schießen, kann ich mit dem Daumen entsichern und beim Abnehmen der Waffe mit dem Zeigefinger sichern. Perfekt. Genau, Magazin haben wir hier ein Hera-Magazin in der kurzen Variante und wir haben hier auch einen beidseitigen Magazin-Release verbaut, richtig? Jawohl, richtig. Und er wurde extra, wie ich schon gesagt habe, da ich Linksschütze bin, auf die linke Seite gebaut, damit ich auch mit dem linken Zeigefinger ohne Probleme das Magazin rausmachen kann. Ja, perfekt. Das ist ja tatsächlich das Einzige, also eigentlich ist ja die AR-15-Plattform für Linkshänder ideal, bis auf diese eine Geschichte. Und das hat man jetzt hier im Endeffekt gelöst. Von daher hast du eigentlich alle Bedienelemente auf der Seite, wo du sie brauchst. Richtig. Cool. Ja, wo hast du dich am schwersten getan? Was war dein Damoklesschwert? Alles, was mit so kleinen Federn, Bolzen zu tun hat, gerade die Abzugsgruppe an sich die war wirklich tricky. Ja, es gibt einen Grund, warum viele Drop-in-Abzüge verwenden, weil sie einfach nicht in der Lage sind, mich eingeschlossen, so einen Abzug mal zu verbauen. Du hast es relativ gut gemeistert. Das ist ein Mil-Spec-Standardabzug, der hier aber mit Hera-Arms Tuningfedern ausgeliefert worden ist, oder? Tatsächlich, 1 Kilo weniger Abzugsgewicht. Ich bin gespannt, wie er funktioniert. Werde man ja vielleicht später noch testen. Ja. Ja, und beim Hinterschaft hast du jetzt doch einen schwarzen genommen, weil wir haben vorhin tatsächlich einen Fehler, oder ich habe den Fehler gemacht, besser gesagt, denn wir haben hier gar nicht eine Cerakote-Beschichtung in FDE, sondern das ist Foliage Green. Ja, und das ist natürlich nochmal vom Farbton her ein bisschen anders, denn man sieht es hier ganz gut. Das wäre jetzt hier die FDE-Farbe, wenn mich nicht alles täuscht. Und nebendran das Foliage Green. Das FDE geht mehr ins Sandfarben und das mehr ins Grüne. Und da passt natürlich, wo haben wir den olivgrünen Schaft? Ich nehme mal den hier gerade. Da passt natürlich der schwarze Schaft jetzt viel besser, gerade auch mit dem Griff in Kombination. Finde ich sehr, sehr cool von der Auswahl. Und das war ja das Gute hier vor Ort. Alles vor Ort hier. Zum Ausprobieren. Zum Ausprobieren und dann spontan umentschieden. Die schwarze Version sieht einfach schöner aus, gefällt mir besser. Bin zufrieden, freut mich. Ja, und vom Zusammenbau haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Gerade solche Teile, wo du vielleicht doch noch mal ran musst. Normalerweise ist ja so, wenn man jetzt, sag mal, der durchschnittliche Sportschütze oder Jäger ist, dann lässt man die Waffe so, wie sie ist. Aber du hast natürlich auch gerade bei der AR-15 und bei der AR-10-Plattform die Möglichkeiten, noch Dinge auszutauschen und jetzt weißt du zumindest auch, wie das funktioniert. Ich vermute mal, den Abzug wirst du erstmal nicht mehr anfassen. Definitiv nein. Der Abzug bleibt so, wie er ist. Ja. Vielleicht die Sicherung, aber... Genau, da hast du ja im Kit jetzt mit dabei, alle in derselben Farbe, 3 verschiedene Sicherungshebel pro Seite. Also in verschiedenen Längen und Dicken und kannst natürlich auch auf 90 Grad noch gehen, auf 90 Grad gehen von 45, wenn du sagst, das ist der kurze Weg, ist mir dann doch nichts. Aber ich bin der Meinung, 45 Grad ist da optimal. Ja, wir haben ja im Voraus schon die Variante ausprobiert und das fand ich interessant. Sehr intuitiv, finde ich. Ja, sehr intuitiv, vor allem auch wirklich sicher, weil wenn man die Hand wegnimmt, sichert es eigentlich in der Bewegung.
Ich denke, das bleibt so. Zur Not, die 2 Schrauben kriege ich ja ohne Probleme wieder gewechselt. Ja, das ist so. Ja, cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal mit dem Upper beginnen und dann anschließend darüber sprechen. Ich bin gespannt, hoffentlich geht's besser. So, Flo, es ist vollbracht. Der Upper ist zusammengebaut. Hast du sehr gut gemacht, muss ich mal sagen. Danke. War deutlich einfacher, wirklich deutlich einfacher. Ja, es sind nicht so viele kleine Teilchen, ne? Ja, das passt besser zu meiner Hand, definitiv. Ja. Wir haben natürlich, muss man jetzt einmal dazu sagen, wir haben das natürlich jetzt einmal hier handfest alles angezogen und sind dann natürlich einmal runter, beziehungsweise haben es kurz runtergegeben in die Werkstatt, damit das alles noch mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird, damit es auch passt und alles sicher ist und seine Richtigkeit hat. Und einen Fehler habe ich noch zu korrigieren, tatsächlich vor lauter Hera-Magazine, die hier überall rumliegen. Für 308 gibt es noch kein Magazin von Hera, das ist ein Magpul-Magazin gewesen, aber dass ihr das mal als Info noch mit dabei habt. Ja, dann lass uns mal kurz über die Teile sprechen, die du hier ausgewählt hast. Wir haben ja schon vorhin gesehen, wir haben hier Picatinny, M-Lok und Key-Mod Vorderschäfte. Du hast dich für einen M-Lok entschieden. Warum gerade M-Lok? M-Lok gibt es viel mehr Zubehörteile, es ist robuster und M-Lok ist aktuell State of the Art, weil die andere wäre nach und nach aussterben, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Picatinny wird tatsächlich noch weiter bestehen, bin ich überzeugt von. Ist halt fester, also ist halt mehr zu greifen. Gerade jetzt im jagdlichen Einsatz würde ich sagen, ist M-Lok definitiv die bessere Wahl. Keine hohe Schussbelastung, also auch keine Wärmeentwicklung hier zu erwarten und natürlich auch deutlich griffiger das Ganze. Ne? Und Key-Mod ist, wie du schon sagst, das stirbt definitiv aus. Also ich finde es cool, dass Hera das tatsächlich noch anbietet für die Leute, die das haben, aber das wird auf kurz oder lang, wie bei allen Herstellern, weg vom Tisch fallen. Und dann gibt es nur noch M-Lok und Picatinny. Ja, du hast dich für einen relativ kurzen Lauf entschieden. Was ist dein Hintergrund bei der Jagd, wenn du da so ein kurzes System hast? Grundlegend habe ich mich für das kurze System entschieden, einfach auf Hinblick der enge Kanzeln, damit die führiger ist, damit ich nicht, da ja die Schweinejagd meistens in der Dunkelheit Nacht stattfindet, bollert man doch mal gerne irgendwo mit dem Lauf hin, somit so kurz wie möglich. Und die Entfernung zum Wild ist dann auch nicht so groß quasi, dass du jetzt keinen längeren Lauf bräuchtest, um entsprechend dann da arbeiten zu können? Nee, maximale Schussentfernung bei Nacht 50 Meter. Ja, also, ja, okay. Da reicht dann auch und du hast natürlich auch hier jetzt, also wir haben jetzt hier erstmal eine Hera-Mündungsbremse draufgebaut, du hast aber davor einen Schalldämpfer zu nutzen, richtig? Selbstverständlich. Erzähl mal was dazu. Jagen ohne Schalldämpfer funktioniert nicht, weil ich bin nicht der Typ für den Gehörschutz. Du musst ja auch ans Gehör der Schweine denken, die haben ja auch ein Recht drauf, dass sie nicht gehörgeschädigt werden, nicht? Ich konnte bisher noch keine Antwort erreichen. Jedes Mal, wenn ich das Schwein fragen wollte, hat es mir irgendwie keine Antwort mehr gegeben. Ja, weißt du auch warum? Weil die ganzen anderen Jäger ohne Schalldämpfer geschossen haben und die taub sind. Ach so. So ist das. Gut zu wissen, Ja. notiere ich mir. Okay, weiter. Weg vom Thema. Da habe ich dich. Jetzt hab ich ihn gekriegt. Okay, erzähl. Schalldämpfer, was nimmst du? Was darauf genau kommen wird, ich kann noch nichts erzählen, was da drauf kommt. Nee? Gut, wir werden sehen. Okay, so, dann haben wir hier von Strike Industries ein Ejectenport-Cover. Bolt Carrier Group haben wir auch schon drin mit Charging Handle. Das ist auch, denke ich, kein Problem gewesen. Dann würde ich sagen, verheiraten wir mal die beiden Teile miteinander. Gerne. Bin ich mal gespannt, wie er das jetzt macht. Als erstes. Ich bin übrigens extrem überrascht, muss ich sagen. Also das ist jetzt auch meine erste Hera Cerakote, die ich mal in den Händen habe und wie gut hier auch die Pins direkt reinpassen, weil ich habe schon so viele beschichtete Waffen gesehen, das ist ein Graus, die Pins reinzugehen, die kriegst du nicht ohne Werkzeug rein. Also du kannst sie nicht mit Handkraft reindrücken, weil man kriegt dann immer gesagt, naja, das muss ich erst mal setzen mit der Beschichtung und das ist hier tatsächlich extrem wertig. Also Hut ab. Fertig. Und, was sagst du? Einwandfrei reingegangen, top. Bist du zufrieden? Definitiv. Fehlt jetzt nur noch? Jetzt wird sie noch gefettet. Richtig, genau, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Natürlich ist das System jetzt hier aufgrund des Videos komplett fettfrei und hört sich halt auch beim Durchladen entsprechend so an. Also es ist nicht schön anzuhören, deswegen lassen wir das jetzt auch, weil natürlich sonst die Hände dreckig wären und wir hier nicht mehr gescheit arbeiten können. Auch gleich die schöne Beschichtung
dreckig wird. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen werden, ist die Waffe zum Fetten geben, nochmal die Schrauben alle nachkontrollieren, nachziehen, was noch zu ziehen ist. Und dann musst du dich noch für eine Optik entscheiden. Ja. 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 Was? Das ist die Qual der Wahl. Nee, die Optik ist tatsächlich schon soweit in trockene Tücher. Es wird von Aeratac eine Blockmontage draufkommen und dazu passendes Minusglas in 2 bis 10 mal 50. So ein Around-Glas werde ich hier drauf montieren. Perfekt. Und dann kannst du auch mit Vorsatz arbeiten im Zweifelsfall. Flo, herzlichen Glückwunsch, dein Halbautomat in 308 ist fertig. Jetzt hast du ja auch mal die Möglichkeit gehabt, das selber alles zusammenbauen. Was sind deine Eindrücke? Nimmst du was mit fürs Reinigen oder für mal vielleicht Einzelteile auszutauschen in deinem weiteren Jagdleben? Sag mal was darüber. Definitiv werde ich die ganzen Eindrücke hier mitnehmen. Ich freue mich und wollte mich auch nochmal recht herzlich bedanken, dass die Möglichkeit hier gegeben hat. Die Hemmschwelle ist definitiv reduziert. Sie ist immer noch da, aber sie ist reduziert, doch mal selber mal Hand anzulegen an der Waffe. Das, was geht. Und ich werde auf jeden Fall das bei der Pflege mit einbeziehen, was ich hier gelernt habe jetzt. Eine Hemmschwelle soll ja auch so sein. Nicht umsonst gibt es den Beruf Büchsenmacher. Und, aber ich denke, gerade bei diesem modularen System wie der AR-15 und der AR-10 hast du schon auch die Möglichkeiten, an gewissen Teilen auch selber was zu machen. Und gerade zum Reinigen finde ich, dass, wenn du da mal ein paar Handgriffe gelernt hast, das ist dein erster Halbautomat auf dieser Basis, hast du gesagt vorhin. Richtig. Und von daher ist es natürlich extrem cool, dass du hier mal mitgenommen worden bist. Für euch da draußen, wenn euch das ganze Thema interessiert, auch die Entstehung einer Waffe, können wir gerne mal auch bei Hera Arms vorbeischauen und mal einen richtigen Werksbesuch machen, wirklich vom Block über die ganzen Schritte zu gehen, bis diese Waffe entsteht. Auch gerne mal über die Repetiergewehre von Hera Arms oder die 9mm-Varianten. Also man hat hier wirklich ein großes Produktportfolio, was wir euch auch gerne mal im Detail vorstellen. Schreibt es uns einfach in die Kommentare, wenn ihr das mal sehen wollt. Flo, möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Sonst? Es war ein genialer Tag. Jederzeit gerne wieder. Und ich denke, ihr werdet viel von der Waffe mitkriegen. Ihr werdet so oft sehen. Dann sag ich mal Weidmanns Heil und viel Spaß mit dieser wunderschönen Waffe. Wir sind raus. Wie immer an dieser Stelle, denkt daran, die Glocke zu klicken für neue Videos, Abo dalassen, Like dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.